Gartenideen aus Naturmaterialien. So machst du aus nichts etwas Wunderschönes. Willkommen, Servus und Hallo. Herzlich willkommen bei Garten Lea. Heute zeige ich euch, wie ihr mit einfachen, natürlichen Materialien euren Garten in ein echtes Paradies verwandeln könnt. Ganz ohne viel Geld, aber mit ganz viel Herz. Wir starten gleich da vorne, bei einem kleinen Garteneck, das vorher richtig langweilig war. Blick über eine unscheinbare Ecke im Garten, Sonne bricht durch Blätter, Vogelgezwitscher, natürliches Topfarrangement. Ich liebe Pflanzen mit unterschiedlichen Grüntönen. Damit das Ganze nicht zu einfarbig wirkt, habe ich kleine Äste gesammelt, sie in die Erde gesteckt und darauf alte trockene Blüten gesetzt. Das wirkt, als würden hier kleine Naturblumen wachsen, nur eben ohne Blüte. Wenn ihr es bunter mögt, steckt einfach kleine Tonkugeln oder bunte Glassteine drauf. Das funkelt im Sonnenlicht wunderschön. Alte Ziegel und Dachpfannen wiederverwenden. Hier siehst du meine Beetumrandung. Die besteht aus alten Dachziegeln, die ich einfach leicht schräg in die Erde gesteckt habe. Das gibt dem Beet Struktur und gleichzeitig diesen rustikalen Bauernhof-Charme. Mini-Zaun aus Bambus und Tontöpfen. Für diesen Bereich wollte ich keine massive Abgrenzung, sondern etwas Leichtes. Ich habe Bambusstäbe in unterschiedlichen Höhen eingeschlagen und darauf kleine Tontöpfchen gesetzt. Ein paar sind schon etwas beschädigt, aber genau das macht den Charme aus. In manchen steckt eine kleine Hauswurz oder ein Stück Moos. Fertig ist die luftigste Gartenwand der Welt. Deko aus Gartenresten. Wenn ihr Sträucher schneidet, schmeißt die Äste nicht gleich weg. Ich suche mir immer die schönsten Verzweigungen raus und steck sie in Töpfe. Ein paar Schneckenhäuser oder Moos daran. Und schon habt ihr kleine Naturskulpturen, die richtig Charakter haben. Ich stecke gerne auf die Äste im Topf. Moos, das sieht hübsch aus. Kreative Gartenmauer. Hier unten entsteht gerade mein Lieblingsprojekt. Eine Mauer aus alten Klinkern, Ziegeln und Dachpfannen. Keine ist wie die andere. Und genau das macht's spannend. Dazwischen sitzen kleine Töpfe mit Hauswurzen, Kugeln aus Ton und Minigräser. Ein Garten voller Ecken, an denen man jedes Mal etwas Neues entdeckt. Alte Reifen als Blickfang. Diese Eisenreifen stammen von alten Mostfässern. Einfach zusammengeschweißt, Stab dran. Und fertig ist ein modernes Deko-Element. Das kann in der Wiese stehen, zwischen Blumen oder am Gartenweg. Egal wo, es zieht die Blicke magisch an. Baumstämme als Lebensraum. Wenn bei uns ein Baum weichen muss, bleibt der Stamm stehen. Er ist Lebensraum für Insekten und zugleich ein wunderschönes Gestaltungselement. Ich schmücke ihn im Herbst mit Kränzen aus wildem Wein oder Hopfen. Das geht schnell, sieht toll aus und bringt Leben in jede Gartenecke. Der Baumstamm mit Kranz aus Hopfen einfach toll. Hier eine Wegbegrenzung mit Herz. Für diesen schmalen Weg wollte ich eine sanfte Abgrenzung. Ein paar Holzstäbe, eine Juteschnur, kleine Töpfchen dazwischen, fertig. Dazwischen Tonkugeln, mal groß, mal klein, das lockert alles schön auf. Und wenn's dann noch blüht, perfekt. Gartenräume schaffen. Ein Garten lebt von Räumen. Mit Bambusstäben, Töpfen, Kränzen oder alten Dachpfannen kannst du kleine Gartenräume schaffen, die zum Verweilen einladen. Das Auge wandert, man entdeckt, man bleibt hängen. Und genau das ist das Geheimnis eines lebendigen Gartens. Blick über den ganzen Garten mit goldener Abendsonne durch die Räume. Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren, mit dem zu arbeiten, was ihr schon habt. Euer Garten braucht keine teuren Dekoartikel, nur ein bisschen Fantasie und Liebe zum Detail. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, eure Garten Lea. Sag mal ehrlich, hättest du gedacht, dass man so einfach und günstig was Schönes machen kann? Schreib's mir in die Kommentare. Und wenn dir das Video gefallen hat, drück auf Gefällt mir und abonniere den Kanal. Denn bei Garten Lea wächst das Wissen, Stück für Stück. Immer wieder schön.